in Ordnung bringen. The Bible says the wolf shall dwell with the lamb. Die Bibel sagt, der Wolf auch wird bei dem Lamm weilen. It is not that way today. Und so ist es heute nicht. Only till the wolf gets hungry. Nur bis der Wolf hungrig wird. The Bible says a little child shall lead them. Und ein kleiner Knabe wird das Kalb und den jungen Löwen treiben. It's going to be very different. Es wird sehr anders werden. The Bible says the lion shall eat straw like the ox. Und die Bibel sagt, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. It says a child shall die 100 years old. Und die Bibel sagt, ein Kind wird als 100-Jähriger sterben. And then someday we will rule and reign with Christ for 1,000 years. Und eines Tages werden wir mit Christus 1000 Jahre lang herrschen. I believe we will have our own pet dinosaurs. Ich glaube, wir werden unsere eigenen Hausdinosaurier haben. That will be interesting. Das wird interessant. Then he will make new heavens and a new earth. Und dann wird er neue Himmel und eine neue Erde schaffen. A new heaven and new earth. Neue Himmel, eine neue Erde. The Bible mentions this 3 times. Die Bibel erwähnt das 3-mal. I don't think it's possible for us to understand what God has planned for his children. Und ich denke nicht, dass wir verstehen können, was Gott für seine Kinder geplant hat. There are things we can't even think about. Da gibt es Dinge, über die wir nicht einmal nachdenken können. Let me give you one example and then we will take a break. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben und dann machen wir wieder eine Pause. This is the electromagnetic spectrum. Das hier ist das elektromagnetische Spektrum. There is a small piece of the spectrum that we can see with our eyes. Und hier, es gibt einen kleinen Bereich in diesem Spektrum, den wir mit den Augen sehen können. What if God gives us new eyes that can see the entire spectrum? Was wäre, wenn Gott uns neue Augen gibt, die das ganze Spektrum wahrnehmen können? That means there will be brand new colors. Das würde bedeuten, wir könnten brandneue Farben sehen. Not new shades of these colors, Nicht nur die verschiedene Farben, wie hier, brand new colors. sondern absolut neue. That's why heaven has to be so large. Das ist der Grund, warum der Himmel so groß sein muss. It's for the women's closets. Das ist für die Kleiderschränke der Frauen. What if we get new ears that can hear the entire spectrum? Was wäre, wenn wir Ohren hätten, die das gesamte Spektrum hören könnten? What if you could hear the colors Was wäre, wenn du die Farben hören könntest? or smell them? Oder riechen? Ah, yellow. Ach, gelb. Or taste them? Oder schmecken? Ah, blue. Blau. We only have 5 senses. Wir haben 5 Sinne, Maybe there are more. aber dort haben wir vielleicht mehr. But if God took these 5 and expanded them to the limit, Aber wenn Gott diese 5 Sinne nimmt und sie wirklich erweitert bis an die Grenze, we would spend forever walking around heaven. wir würden ewiglich rumlaufen, den Himmel anschauen We would say, wow, have you smelled that? und wir würden sagen, hey, guck mal, hast du das probiert? Ah, lick that. Oh, leck dran. I think God has things planned you cannot even think about. Ich denke, Gott hat Dinge für uns geplant, an die wir nicht einmal denken können. My first computer was an IBM XT8088. Mein erster Computer war ein IBM XT 8088. It was 4.77 Er megahertz. hatte 4,77 Megahertz Taktfrequenz. Extremely slow. Extrem langsam. We have now upgraded. This is a Pentium 3, 1.1 gigahertz. Und wir haben einen neuen Computer, ein Pentium 3 mit 1,1 Gigahertz. The same programs run, but they are much faster. Dieselben Programme laufen aber viel, viel schneller. And they're in color. Und in Farbe. That is called a systems upgrade. Das nennt man ein System-Upgrade. If you like living in your body, Und wenn du jetzt in der Körper bist, if you are a Christian, wait till you get to heaven. und wenn du ein Christ bist, dann warte nur, bis du in den Himmel kommst. You are headed for a systems upgrade that's going to blow your mind. So, du wirst ein System-Update erfahren, das wird dich umhauen. The only question is, are you going? Die Frage ist nur, wirst du in den Himmel kommen? What if you died today? Was wäre, wenn du heute stirbst? Where would you go? Wo würdest du hinkommen? Let's summarize and we will quit. Lass uns zusammenfassen und dann Schluss machen. God made the world. Gott hat die Welt gemacht, He owns it. ihm gehört sie, He makes the rules. er hat die Regeln gemacht, We have all broken His rules. wir haben alle seine Regeln gebrochen. He told us in the 10 Commandments, thou shalt not bear false witness. Er hat uns in seinen 10 Geboten gesagt, du sollst kein falsches Zeugnis geben. That means do not lie. Das bedeutet, lüg nicht. How many of you have ever told a lie in your life? So, wer von euch hat schon je gelogen in seinem Leben? Put your hand up or you're doing another one.
Bible says, do not steal. Die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. How many ever stole something? Wer hat schon jemals was geklaut? You already told me you're a liar. So, ihr habt mir alle gesagt, ihr seid Lügner. So far we know we're all a bunch of lying thieves. Soweit wir jetzt sehen, sind wir alle ein Haufen lügende Diebe. Do you want to read the whole list? Willst du die ganze Liste lesen? We better stop right there. Ich glaube, wir hören besser auf. We are guilty. Wir sind schuldig. We have broken God's laws. Wir haben Gottes Gesetze gebrochen. We're going to be punished. Und wir werden dafür bestraft. Or we must find a substitute. Oder es muss jemand geben, der für uns die Strafe auf sich nimmt. Jesus Christ is willing and able to substitute for your sin. Jesus will und kann unser Stellvertreter sein. I cannot substitute for your sins. Ich kann nicht für eure Sünden gerade stehen. I have many of my own. Ich habe viele eigene. You cannot substitute for mine. Und du kannst nicht für meine Sünden bezahlen. You have your own Du too. hast deine auch. Jesus is the only one. Jesus ist der Einzige. What if you died today? Where would you go? Wenn du heute sterben müsstest, wohin gingst du? You need to think about that. Denk bitte darüber nach. You'll be dead for a long time. Du wirst eine lange Zeit tot sein. All we get is a small dash between two dates. Und alles, was wir haben, ist ein kleiner Bindestrich zwischen zwei Daten. What are you doing with your dash? Was machst du mit deinem Bindestrich? I would recommend you give it to Jesus. So, wie wäre es, wenn du diese Zeit nicht dem Herrn gibst? This man picked out his tombstone. Und hier ist ein Mann, der hat seinen Grabstein gemacht. He says he is an atheist. Er sagt, er ist ein Atheist. Ich bin ein beschäftigter Mann. Aha. Yeah. The Bible says, the fool has said in his heart, there is no God. Let's see. Ja, die Bibel sagt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. God does not believe in atheists. Aber Gott glaubt nicht an Atheisten. Many people tell me they are atheists. Viele Leute sagen mir, ich bin Atheist. God does not believe them. Aber Gott glaubt nicht an ihn. I don't believe him either. Und ich glaube ihm auch nicht. We know there's a God. Wir wissen, es ist ein Gott. And you do too. Und du weißt es auch. If you're not sure you're a Christian, Und wenn du nicht sicher bist, ob du ein Christ bist, we'd be glad to talk to you about that. dann würden wir gerne nachher mit dir darüber reden. That's the most important thing on this planet. Und das ist das wichtigste Ding auf dem Planeten. But if the earth is 6,000 years old and they live to be 900, what about dinosaurs? Und wenn die Erde 6000 Jahre alt ist und die Leute damals 900 Jahre lebten, was ist mit den Dinosauriern? We'll cover that in the next session. Und in der nächsten Lektion werden wir das behandeln. Danke. Okay, vielen Dank.